Heute ist der 3. Januar 2022. Es ist der erste Tag in meinem neuen Job und der erste Tag der Universitätsbibliothek Zürich. Offiziell gegründet wurde die Universitätsbibliothek wohl am 1. Januar. Da das ein Samstag war, ging der Betrieb erst am 3. Januar richtig los. Im Rahmen der Neuorganisation wechselte ich meinen Job und wurde Produkt- und Qualitätsmanagerin in der Abteilung Innovation und Kommunikation. Ich hatte bereits einen Schlüssel fürs neue Büro, die IT hatte mir Dockingstation, Bildschirm und so weiter hingestellt und eine Firma hatte meinen höhenverstellbaren Schreibtisch gezügelt. Nun wurde ich schon gefragt, welche Produkte eine Bibliothek eigentlich habe. So nach dem Motto, Bücher und sonst? Und sonst haben wir zum Beispiel elektronische Medien, Arbeitsplätze, einen Kurier und einen Dokumentlieferdienst und ein Online-Repositorium für Publikationen der Universität Zürich. Für alle diese Produkte und Dienstleistungen brauchen wir Kennzahlen. Von Kennzahlen und Erhebungen hatte ich aus einer früheren Tätigkeit schon Ahnung. Ins Thema Produktmanagement habe ich mich erst ein wenig einlesen müssen. Auch wenn ich eine Vorstellung davon hatte, was ich in den ersten Tagen, Wochen und Monaten tun wollte und tun sollte, so wurde alles etwas dadurch erschwert, dass eben vieles im Betrieb erst warm laufen musste und dass das Coronavirus für Ausfälle und Abwesenheiten sorgte. Man musste einfach akzeptieren, dass noch nicht alles perfekt lief. Im Homeoffice fühlte ich mich am 2. und 3. Tag etwas einsamer. Dafür gab es Meetings auf Zoom und Besprechungen via Teams. Ich fing an, meine Aufgaben, Ideen und gesammeltes Material in einem OneNote-Notizbuch festzuhalten. Am 2. Tag stellte man mir auch schon die eine oder andere spezifische Frage. So nach dem Motto, du weißt doch sicher. Nein, wusste ich nicht. War ja auch erst mein 2. Tag. Am 4. Tag traf sich die Gruppe Digital Library Space vor Ort zu einer Besprechung und Besichtigung des Materials. Am Nachmittag packte ich dann 180 Willkommenspakete für meine Kolleginnen und Kollegen ein. Darin enthalten war ein Notizbuch. Das fand ich schon mal toll. Ich liebe Notizbücher. Und ein Apero-Paket. Denn die geplante feierliche Eröffnung konnte nicht vor Ort stattfinden. Im Anschluss an die diversen Online-Reden gab es ein virtuelles Zusammenkommen, das war besser als gar kein Treffen. Trotzdem kenne ich immer noch viele meiner neuen Kolleginnen nicht. Spaß hatte ich dafür am neu erstellten Instagram-Account der Bibliothek. Obwohl man schon aufpassen muss, dass man nicht zu viel Zeit mit dem Erstellen von Content für ein paar Likes verbringt. Nachdem ich dann in einem Podcast hörte, was ich zwar schon wusste, wie solche Apps dazu beitragen, die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzenden zu verringern, hatte ich fast ein schlechtes Gewissen. Die International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, hat das Update 2021 ihres Trendreports veröffentlicht. Dieses habe ich mir näher angeschaut und überlegt, was wir an der Universitätsbibliothek schon machen und wo wir Nachholbedarf haben. Da wir im Digital Library Space Dienstleistungen erbringen und Unterstützung leisten wollen im Bereich audiovisueller Medien, müssen wir diese ja selber erst noch besser kennenlernen. So endete meine 2. Woche an der Universitätsbibliothek damit, dass ich zum ersten Mal eine Drohne fliegen konnte.